Ich bin hier auf dem Trekkingplatz im Sohnwald und habe mir gerade ein Feuer gemacht, um ein wunderschönes Risotto zu kochen. Ich habe hier im Wald super geile Pilze gefunden, war in der Käserei, habe einen super Käse und werde für euch jetzt gleich ein Risotto zaubern, das dieser Wald noch nicht gesehen hat. Fürs Risotto brauchen wir natürlich Zwiebeln. Ohne Zwiebeln geht nichts. Und ich habe hier eine schöne, frische Gemüsezwiebel. Ich liebe Kochen, die Natur und natürlich Feuer. Ich bin Frank, Profikoch, Angler und jetzt koche ich bei SWR Feuer und Pfanne regionale Zutaten auf dem Lagerfeuer. So, fast jedes Gericht ist so gut wie seine Brühe. Und die stellen wir uns jetzt her aus gutem, frischem Wurzelgemüse, Wacholderbeeren, Lorbeer, die Stiele unserer Kräuter, die können da rein, die Zwiebelabschnitte und Reste, ein bisschen Knoblauch. Und dann gibt es hoffentlich eine hervorragende Brühe und deshalb ein hervorragendes Risotto. Also wir haben hier im Sohnwald perfekte Pilze gefunden. Super gesund, fest, gerade aus der Erde gebrochen. Tolle Buchenpilze, super Steinpilze. Also das ist ein Königreich für einen Pilzsucher. Geil. Beim Risotto könnt ihr darauf achten, dass ihr, wenn ihr irgendwas da reinschneidet, dass die Größe eurer Stücke möglichst klein ist. Also es ist immer ein gutes Mundgefühl, wenn in einem Gulasch, im Ragout oder im Risotto, wenn alle Stücke gleich groß sind, lösen die wesentlich mehr Geschmack und es fühlt sich besser an im Mund. So muss ein Steinpilz innen aussehen. Schneeweiß wie Rosenrot. Nee, warte mal. Schneeweiß wie Schneeweiß. Und bei dem Kameraden tut es mir schon fast leid, den klein zu schneiden, weil der ist so wunderschön. Also ganz selten, dass man mal so einen schönen großen und so einen gesunden Steinpilz findet. Aber zugunsten des Genusses werde ich es trotzdem tun. Die sieht gut aus.
So, hier haben wir den richtig geilen Bergkäse. Hier aus dem Sohnwald. Und auch wenn man die Rinde essen kann, schneiden wir sie uns jetzt ab, weil sie wahrscheinlich sich nicht in die cremige Flüssigkeit verwandelt, die wir für unsere Schlotzigkeit brauchen beim Risotto. Und Schlotzigkeit ist übrigens ein Fachbegriff, den jeder Koch kennt. So. Für meine Deko brauche ich gleich Käsechips und da nehme ich mir den Deckel meiner Outdoor-Pfanne und mache mir da ein paar kleine Häufchen von dem Bergkäse und versuche da gleich ein paar schöne Chips zu schmelzen. Ich hole mir jetzt den Ast, damit wir unsere Käsechips drüber hängen können. So, gucken wir mal, wie weit der Käse ist. Den Ast habe ich mir ja geholt, um ihn quasi als Wäscheleine zu verwenden, um die Käsechips da gleich schön drauf aufzuhängen, damit sie irgendwie so eine kleine Muschelform kriegen und das macht das Risotto noch pittoresker, wie man so schön sagt. Es geht kaum was über den Geruch von geschmolzenem Käse. Geht natürlich mit einer beschichteten Pfanne zu Hause viel besser, aber die haben wir zu Hause. Solange der noch warm ist, kann man ihn in Form bringen. Und jetzt kann der Hunsrücker Käsewäscheleine schön hängen. Es gibt unterschiedliche Rezepte, um Risotto zu kochen. Und zwar gibt es viele, wo zuerst die Zwiebeln und der Knoblauch angebraten werden. Ich mache es lieber so, dass ich zuerst den Reis röste. Weil dann kriegt das Risotto so ein ganz klein bisschen so ein Puffreisaroma. Das ist lecker. Der kann ruhig so ein bisschen hellbraune Stellen bekommen und dann ist der gut und kann dann abgelöscht werden. Für ein Risotto braucht man natürlich auch einen Wein. Und da hier im Sohnwald keiner wächst, habe ich mir einen mitgebracht, den es hier um die Ecke gibt, nämlich vom Mittelrhein.
Die Schwierigkeit hier auf dem Feuer ist die, dass wir nur eine gleichbleibend hohe Temperatur haben. Zu Hause auf dem Herd kann man ein bisschen runterschalten und dem ganzen Garvorgang so ein klein bisschen den Dampf rausnehmen. Aber hier haben wir Vollgas und brauchen beim Risotto ja immer eine Punktlandung. Deshalb ist das ein klein bisschen tricky, aber das kriegen wir hin. Jetzt merkt man schon, dass der Reis so ein klein bisschen seine Stärke verliert und das Ganze so ein klein bisschen klebriger wird. Das ist ja das, was wir später erreichen wollen. Auch noch mit Butter und Käse. Aber natürlich ist der Risotto-Reis, der ja ein Rundkornreis ist, auch ein sehr stärkehaltiger Reis. Ja, der gibt natürlich auch ein bisschen was ab. Das ist heiß. Risotto während dem Kochen nicht schon fertig würzen, nicht schon fertig salzen, weil ja am Ende der Parmesan oder in unserem Fall jetzt der Bergkäse drüber kommt und der bringt auch noch schön viel Salz mit. Das heißt, erst danach wirklich Salz und ja, Pfeffer einstellen, weil ansonsten wird es zu salzig. So, als Aromat legen wir da noch einen Rosmarinzweig rein. Den habe ich ein bisschen angebrannt, weil ja die ätherischen Öle, die sind hitzelöslich. Das heißt, da kriegen wir direkt den Turbo-Boost an Geschmack. Und der kommt jetzt mit da rein und köchelt so ein bisschen vor sich hin. Der ist gut, der Rosmarin. Die frischen Kräuter, die streuen wir kurz vorm Anrichten erst rein. Dann entfalten die ihren frischen Geschmack und geben dem Risotto so das Aroma von Wald. So, jetzt muss es aber auch runter. Damit wir das jetzt so richtig schön schlotzig kriegen, kommt noch ein bisschen Butter dazu. Und der frisch geriebene Käse. Und dann haben wir die schöne Schlotzigkeit, die schöne Cremigkeit, die ein Risotto auszeichnet. Risotto muss immer sein wie Lava. Es muss die Chance haben zu fließen. Darf also nicht so fest auf dem Teller stehen, sondern es muss immer schön flüssig sein. So, wenn sich das alles aufgelöst hat, dann haben wir eine Cremigkeit erreicht, die einem quasi zuruft: Iss mich, Koch. Ich bin dafür geschaffen. Machen wir noch ein bisschen Käse drauf und noch ein bisschen frische Kräuter und dann natürlich unseren Käsechip.
Hat dir die Folge gefallen? Was kochst du so auf dem Lagerfeuer? Schreib uns in die Kommentare und lass uns ein Abo da.